Mutter der Helena, Geliebte des Zeus, Königin von Sparta, schönste Frau ihrer Zeit. Das ist Leda. Seit mehr als 200 Jahren ist sie Wahlberlinerin. Heute ist sie in der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin zu sehen. Gemalt hat sie der italienische Meister Antonio Allegri, genannt Correggio, der neben seinen strahlenden Zeitgenossen Raphael und Michelangelo oft im Schatten steht. Zu Unrecht. Denn Correggio malte durchaus fortschrittlicher als seine Kollegen. Seine Bilder waren kühner, moderner, innovativ und nahmen stilprägende Elemente der Barockmalerei vorweg. Sein Gemälde Leda mit dem Schwan war geprägt von Erotik und Lust. Doch davon ist heute viel weniger zu sehen, denn die lange Geschichte von Correggios Leda fügte diesem Werk mehr Narben zu, als ein erster Blick es vermuten lassen würde. Beginnen wir von vorn. Am Anfang der 30er Jahre des 16. Jahrhunderts gab der italienische Herzog von Mantua, Federico II., eine Reihe von erotischen Gemälden in Auftrag. Sie sollten die heimlichen Liebesabenteuer des Zeus zeigen. Das Bild zeigt die jugendliche Leda in einem sonnenbeschienenen Wäldchen am Fluss. Sie widmet sich am Fuße eines mächtigen Baumes, dem Gott Zeus, der sich in einen Schwan verwandelte. Voller Zärtlichkeit und Hingabe blickt sie auf ihn und ergibt sich seiner Annäherung. Umgeben werden beide von einigen Amoretten und dem Liebesgott Amor selbst, der heimlich Laute spielt. Diese liebevolle Szene ist keineswegs das, was die Mythologie überliefert. Dort lässt Leda den Schwan Zeus zum Schutz unter ihren Mantel, dieser aber schwängert sie. Die Zärtlichkeit aus Correggios Bild ist hier also ursprünglich ein sexueller Übergriff. Ähnlich turbulent ist die Geschichte dieses einzigartigen Gemäldes. Nach dem Tode des Herzogs Federico 1540 kam die Serie der Liebesabenteuer des Zeus nach Spanien, an den Hof des römisch-deutschen Kaisers Karl V., womöglich anlässlich der Heirat seines Sohnes, König Philipps II. 1543. Dieser vererbte es an seinen Sohn, Philipp III. Philipp III. Wiederum gab das Bild an seinen Schwager, den späteren Kaiser Rudolf II., womit die Leda ein zweites Mal an den Hof eines Kaisers gehen sollte. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges wurde die Leda als Kriegsbeute mit nach Schweden genommen. Von der schwedischen Königin Christina wurde sie nach Rom gebracht, von wo sie schließlich zu ihrer schicksalshaftesten Station von allen kommen sollte, zu Herzog Philipp von Orléans. Der Herzog war, wie viele Monarchen seiner Zeit, ein Kunstsammler und Stifter und erwarb Leda aus Rom für seine Sammlung. Sein Sohn Louis jedoch pflegte keine besondere Liebe zur Kunst. Aus unbekannten Gründen zerschnitt er das Gemälde in mehrere Teile, entfernte auch noch Ledas Kopf und verbrannte ihn. Ein religiöses Motiv für diese mutwillige Zerstörung ist nicht auszuschließen. Correggios Leda muss sehr erotisch und lustvoll auf den geliebten Schwan in ihrem Schoß geblickt haben, was den jungen Louis offenbar provozierte. Die geplagte und verunstaltete Leda wurde in der folgenden Zeit mehrfach restauriert. Nach Napoleons Niederlage kehrte sie 1814 zurück nach Berlin, wo der Restaurator Jakob Schlesinger den Kopf der Leda neu malte. Die erotische Leda Correggios war endgültig durch eine brave, rein zärtliche Leda ersetzt worden. Leda wurde zeitlebens von den Großen Europas herumgereicht. Ein Herzog, ein König und 3 Kaiser. Ihre Heimat hat sie schließlich in Berlin gefunden. Hier ist sie heute in der Gemäldegalerie zu sehen, wo sie darauf wartet, den BesucherInnen ihre lange Geschichte zu erzählen.